Willst du nach dem Patch auch wieder mehr Tore schießen? Mit den 5 Tipps aus diesem Video wirst du garantiert besser. Hallo und Servus, willkommen zurück auf TV Marvin. In diesem Video schauen wir uns gemeinsam an, wie du mehr Tore schießen wirst, denn mit diesen 5 Tipps aus dem Video hier nach dem Patch wird es dir wieder möglich sein, mehr Tore zu machen. Und Tipp Nummer 1, von wo können wir die Tore machen? Und das sind 2 wesentliche Bereiche auf dem Feld. Der erste Bereich, das ist hier so außerhalb des 16ers in diesen beiden blauen Bereichen. Und zwar machen wir hier den angeschnittenen Schuss, also den Finesse-Shot, und zwar mit R1 halten oder RB halten und dann mit B drücken oder der Kreistaste auf der Playstation. Und es gibt noch einen zweiten Bereich, aus dem wir sehr, sehr gut treffen können. Nach dem Patch sogar noch besser als davor, weil die Torwartparaden dagegen ein bisschen reduziert werden. Und das ist innerhalb des 16ers, vor allen Dingen hier in diesem blauen Bereich. Und hier wollen wir einen Powershot machen, also einfach mit der Kreistaste oder der B-Taste den Schuss aufladen. Beide Schussarten gucken wir uns in diesem Video an. Ganz wichtig ist natürlich hier, dass wir in diesen Bereich kommen. Du kannst auch aus anderen Situationen heraus Tore machen. Aus diesen 2 Bereichen ist die Wahrscheinlichkeit allerdings signifikant höher. Das ist einfach so, das ist die Meta, also die most efficient Methode, die es hier gibt in diesem Fall, um dort die Tore zu machen, die most effective Methode, um Tore zu schießen. Und deswegen ist natürlich jeder Versuch aus einer anderen Situation heraus, aus der du schießt, eine Chance für den Gegner zu kontern, denn wenn die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr gering ist, dass du triffst, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit hoch, dass der Gegner den Ball bekommt. Wir kennen die ganzen schwitzigen Kontergegner, das heißt, versuche in diese beiden Bereiche zu kommen und von hier abzuschließen. Tipp Nummer 2, der Timed Finesse Shot. Wir haben gerade schon gesagt, aus diesem Bereich hier heraus, da sind angeschnittene Schüsse ins lange Eck sehr, sehr gut und die wollen wir timen. Time bedeutet, du kannst Schüsse noch effektiver machen in FIFA, indem du den Schuss ganz normal auflädst. Ich gucke hier so in einem 90-Grad-Winkel ungefähr zum Tor und ziele dann ins lange Eck mit dem linken Stick. Halte R1 gedrückt, RB auf der Xbox und dann lade ich den Schuss auf mit der Kreistaste mit B auf der Xbox. Und dann, im besten Fall an dem Zeitpunkt, wo das Bein, mit dem der Spieler schießt, quasi am höchsten ist, an der Stelle, wenn er ausholt, da nochmal die Schusstaste drücken, dann wird dieser Schuss getimed und das erhöht nochmal die Wahrscheinlichkeit, dass der Ball reingeht. Ganz wichtig ist, du siehst, ich habe ein graues Timing, also ein zu spät. Zu spät ist immer besser als zu früh. Wir wollen natürlich das Grüne, das perfekte treffen, aber zu spät ist besser als zu früh, denn auch dann geht der Schuss noch sehr, sehr gut rein. Bei einem zu früh, bei einem roten Finish wird der Schuss schlechter. Hier ist es natürlich sehr gut, wenn du zum Beispiel einen rechten Mittelfeldspieler hast oder einen rechten ZOM, der ein Linksfuß ist. Zum Beispiel Leo Messi oder so ist die perfekte Karte dafür. Er hat auch sehr, sehr starke Werte, denn beim Schuss von außerhalb, da zählt die Schusskraft und da zählen die Weitschüsse. Das sind die beiden alles entscheidenden Stats. Kommen noch ein paar andere rein, wie Curve und so, aber das sind die wirklich wichtigsten Stats für diese Schussmethode. Tipp Nummer 3. Tore im 16er, die absolut beste Methode, um Tore zu schießen. Meiner Meinung nach, ich spiele so am liebsten. Das heißt, ich versuche den Ball halt in den 16er hineinzubringen. Und da wollen wir eventuell ins kurze Eck schießen, je nachdem, wo der Torwart schießt, wenn der manuell bewegt wurde vom Gegner. Aber generell wollen wir Cross-Goal, also ins lange Eck abschließen. Und das Ganze machen wir mit einem normalen Powershot. Das heißt, wir laden mit der Kreistaste oder mit B so 2,5 Balken würde ich aufladen im 16er. Dabei natürlich auch mit dem linken Stick dahin zielen, wo wir hinschießen wollen. Auch hier optional im 16er kannst du auch die Schüsse timen. Auch das wird die Schüsse nochmal besser machen. Auch das kannst du üben, zum Beispiel in Freundschaftsspielen oder so. Und im 16er, da sind 2 Stats ganz, ganz entscheidend für den Erfolg. Und das ist einmal die Schusskraft wieder und das ist der Abschluss. Diese beiden Werte sind die 2 wichtigsten Werte innerhalb des 16ers. Und was mir noch ganz persönlich wichtig ist, deswegen spiele ich zum Beispiel Son als Stürmer, ist, dass man 5 Sterne Weak Foot hat, denn dann kannst du dich im 16er in beide Richtungen drehen. Das macht dich einfach unvorhersehbarer. Zum Beispiel mit einem Salah mit nur 3 Sterne Weak Foot wird jeder gute Gegner den starken Fuß zumachen, den schwachen Fuß offen lassen. Und denk dran, bei 3 Sterne Weak Foot kannst du ungefähr sagen, deine Schusswerte, wenn das 100% 5 sind, dann musst du bei 3 Sterne Weak Foot natürlich schon ein ganzes Stück abziehen. Das sind sicherlich dann so 30% oder so, die diese Stats verlieren im normalen Fall. Das heißt, achte auf die 5 Sterne Weak Foot, so kannst du mit beiden Füßen Tore machen. Tipp Nummer 4, L1 Läufe schicken. Damit meine ich, du kannst ja mit L1 oder LB auf der Xbox Spieler in Läufe schicken. So wie in der Situation
So, der Ball geht zu Lukas und bevor Lukas den Ball hat, schicke ich schon Son, indem ich L1 drücke, dann werden Spieler in den Lauf geschickt, das ist dann der nächste Spieler nach vorne oder du kannst auch mit dem linken Stick irgendwo hinzeigen, dann L1 drücken, dann wird dieser Spieler, der dort in der Richtung ist, ausgewählt und schon bevor Lukas den Ball hat, mache ich das, das heißt, du musst nicht erst warten, bis ein Spieler den Ball hat, denn sobald ein Pass losgeschickt wurde, steuerst du ja den Passempfänger, das heißt in diesem Fall hier Lukas. Und jetzt haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder der Gegner geht weiter auf uns drauf, geht auf Lukas drauf, dann ist natürlich der Weg frei zu Son, den wir in den Lauf geschickt haben. Oder wenn der Gegner jetzt manuell den Weg zu Son verteidigt, dann haben wir natürlich mit Lukas den Raum vor uns und können einfach nach vorne gehen. Das heißt Option 1, dass Lukas frei bleibt und wir können hier das Time Finesse machen. Denk an Tipps 1, die Bereiche, aus denen wir schießen wollen. Oder Option 2, Son wird frei im 16er, weil er in den Lauf geht. Wir passen ihn an und schließen ab und haben das nächste Tor. Du kannst auch super Doppelpässe spielen, wenn du beim Passen L1 gedrückt hältst und wenn du dann passt, dann ist es so, dass der Spieler, der den Ball gepasst hat, dass der sofort einen Lauf macht. Du siehst das hier mit Lukas, wir passen und sobald wir gespielt haben, weil wir halt L1 beim Passen gedrückt haben, machen wir diesen Lauf und durch diese Doppelpässe können wir auch sehr, sehr gute Räume erzeugen, zum Beispiel außen, um dann über außen nach vorne zu kommen, dann in den 16er oder vor den 16er für die Time Finesse und so Chancen zu kreieren. Das heißt, diese L1-Trigger sind sehr, sehr gut. Bonustipp hier sind deine Taktiken, denn du kannst mit deinen Taktiken das Ganze unterstützen. Zum Beispiel in meiner 4-4-2, da habe ich Läufe in die Spitze und langer Ball in den ersten 2 Drittel und Läufe in die Spitze im letzten Drittel, um den Computer zu zwingen, mehr solcher Läufe zu machen. Wenn du so eine offensive 4-4-2 suchst, verlinke ich sie hier dir nochmal. Guck dir die nach diesem Video an, denn wir haben ja noch Tipp Nummer 5. Vorstöße an der Seitenlinie, das kannst du in-game als Taktik mit dem Steuerkreuz aktivieren, indem du das Steuerkreuz nach oben drückst. Dann hast du die Auswahl der offensiven Taktiken und dann einmal nach rechts. Und bei Vorstößen an der Seitenlinie, das sehen wir hier in dem Clip, da wird das Spiel breiter. Du siehst zum Beispiel auf dem Radar, wie weit der LV und der RV außen sind. Und das gleiche gilt für meine beiden Außenspieler, den LM und den RM. Und dadurch passiert natürlich das hier, dass wir sehr, sehr viel Raum erzeugen. Also wenn hier die Natale den Ball bekommt, da sehen wir zum Beispiel Muriel da ganz außen, wir sehen die Natale, wir sehen unsere beiden Stürmer und die Abwehrkette des Gegners. Und in dieser Abwehr sind jetzt diese Lücken. Und in diese Lücken können wir natürlich dann mit Tipp 4 L1 Spieler reinschicken, die anpassen und kommen so in den 16er. Gerade gegen diese tiefstehenden Gegner ist es sehr, sehr gut, dieses Vorstößen an der Seitenlinie anzumachen. Die Steuerkreuztaktik nach oben, also die offensive Steuerkreuztaktik, gilt also wirklich nur für die Offensive. Das heißt, in die Defensive, wenn der Gegner den Ball hat, gilt trotzdem die Breite, die du dann eingestellt hast in deinen Taktiken und nicht, dass die Spieler dann auch in der Verteidigung so weit auseinanderstehen, sondern da gilt dann wirklich das, was du hier eingestellt hast. Offensive schön und gut, aber wie machen wir das jetzt ohne Risiko gegen Konter? Hier gibt es 5 Anti-Konter-Tipps in diesem Video. Abonniere auf jeden Fall den Kanal, dann sehen wir uns bei den nächsten Tipps, Taktiken, Tradings. Ich bin raus, dein Marvin. Servus. Ciao, ciao.